Hallo und herzlich willkommen von der Ziegenweide. Ich freue mich riesig, euch jetzt endlich die erste Mekka-Kollektion vorstellen zu können. Eine der Fragen, die ihr mir mit Abstand am meisten gestellt habt, war, wo bekommt man denn gute Ziegenhalfter her? Und ungefähr vor einem Jahr ist mir dann die Idee gekommen, einfach selbst Ziegenhalfter zu entwickeln. In diesem Jahr habe ich viel ausprobiert, getüftelt, gerechnet, Material bestellt, Entwürfe gemacht, diese in Extremsituationen getestet. Und jetzt habe ich wirklich etwas entworfen, wo ich mega stolz drauf bin und wo ich wirklich mich riesig freue, euch das jetzt endlich anbieten zu können. Dann wollen wir mal anfangen mit dem Herzstück der ganzen Kollektion. Und das sind die Mekka-Halfter. Was ist besonders an den Mekka-Halftern? Das wohl Besonderste daran ist, dass sie von jemandem entworfen wurden, der selbst Ziegen hält, Ziegen trainiert und viel Erfahrung damit hat, was sich in der Praxis bewährt und was nicht, welche Passform das haben muss. Und das ist schon mal etwas, was man halt sonst eigentlich nirgends findet. An diesen Halftern ist speziell, dass sie aus Biotane gefertigt sind. Das ist ein Material, das sehr lederähnlich ist. Also es fühlt sich an und sieht aus wie Leder, ist aber ein Kunststoff. Dadurch ist das Ganze sehr pflegeleicht. Es weitet sich nicht aus, was Leder ja leider ein bisschen an sich hat, wenn man es nicht gut pflegt. Wenn es schmutzig ist, kann man es einfach abwaschen und es ist super stabil. Die Halfter sind so gefertigt, dass man die einfach übers Genick öffnen kann und wieder schließen. Es hat also sozusagen einen Schnellverschluss. Das heißt, sie eignen sich für Hornziegen wunderbar und man muss nicht da irgendwie kompliziert zuerst einen Riemen einfädeln. Dann eine ganz wichtige Option von diesen Halftern ist, die sind sowohl am Kinnriemen, am Backenriemen wie auch am Nackenriemen verstellbar. Also man kann die wirklich fast komplett anpassen, seinen Wünschen, seinen Größen und der Proportion der eigenen Ziege. Die Halfter sind also individuell anpassbar. Es gibt sie aber auch in 3 verschiedenen Größen. Die Größe, die ich hier bei mir habe, ist für die großen Böcke. Das ist die Größe Bock. Dann gibt es noch die Größe Ziege. Das wäre für sehr große Zwergziegen bis kleine Böcke. Meine 1,5-jährigen Böcke, die haben noch Größe Ziege. Diese Größe ist dann Bock, ist für die wirklich großen, ausgewachsenen Böcke von großen Ziegenrassen. Die Größe Geiß, die passt wahrscheinlich fast für die meisten Ziegen. Und dann gibt es noch für die ganz Kleinen gibt's noch die Größe Zwerg. Das wäre für die kleinen Mini-Zwergziegen und für normale Zwergziegen. Große Zwergziegen hätten dann wahrscheinlich schon Größe Geiß. Aber das Gute ist, dass man eben auch die Halfter wirklich super individuell anpassen kann. Man kann sogar auch noch mehr Löcher machen, das ist überhaupt kein Problem. Dann sind die Halfter auf der Nase gepolstert. Das finde ich auch sehr wichtig. Die Nase ist eine empfindliche Stelle der Ziege. Außerdem hilft das Polster auch, dass das Halfter nicht zu sehr verrutscht auf dem Kopf. Und so kann man die Halfter eigentlich relativ locker einstellen und trotzdem sitzen die sehr gut am Kopf. Dazu ist auch dieser gleitende Ring hier unten hilfreich. Der ist nicht fix, sondern kann sich verschieben je nach Zug. Und dadurch bleibt das Halfter halt am Kopf sitzen, so wie es ist, rutscht nicht in die Augen. Und mit diesem Ring gleicht es so ein bisschen den seitlichen Zug aus. Die Halfter haben, das war mir auch sehr wichtig, auch Seitenringe. Die sind also hier nicht einfach nur ein Stück, sondern es hat Ringe an der Seite. Damit kann man sie auch nutzen zum Fahren. Also man kann die auch wie als Zaumzeug nutzen. Man kann hier die Zügel einschnallen und dann zum Beispiel Langzügelarbeit machen oder Fahrtraining mit den Führleinen. Im Moment sind sie in Schwarz und in dunkelbraun erhältlich und es wird dann in Zukunft wahrscheinlich noch andere Farben geben. Ihr könnt mir sehr gerne auch Inputs geben darüber, was ihr euch für Farben wünscht. Und ich werde die kollektionsweise herstellen. Also es hat, solange es hat. Und dann müssen wir wieder nachproduzieren und dann produzieren wir aber vielleicht auch gleich in einer anderen Farbe. Also wenn ihr diese Farben möchtet, dann schlagt zu. Wir machen nur kleine Kollektionen, weil wir nur eine sehr kleine Manufaktur sind. Mal schauen, wie das in Zukunft wird, aber im Moment schaffen wir auch einfach nicht mehr als das, was wir eben schaffen. Ja, es lohnt sich da auf jeden Fall zuzugreifen, solange die Halfter verfügbar sind. Ja, und mit diesen Halftern hat man dann wirklich ein sehr langlebiges Produkt, das man so anpassen kann, wie man will und das einem hoffentlich lange begleitet.
Passend zu den Halftern habe ich auch Halsbänder entwickelt. Die Halsbänder haben dieselben Farben wie die Halfter und sie sind auch aus Biotane. Das Spezielle an den Halsbändern ist, die sind auch extra auf die Größen von Ziegen optimiert. Eher ein bisschen groß geschnitten, damit man auch selbst die noch verkleinern könnte, wenn man das möchte. Ist auch nicht schwierig, weil die sind relativ einfach aufgebaut. Sind so gemacht, dass sie hier unten einen Ring haben zum Führen oder für den Anhänger. Den kann man ganz einfach verstellen und dann kann man das so machen, dass die Schnalle schön da am Ziegenhals sitzt, wo man die gerne möchte. Das ist nämlich oft das Problem bei den Halsbändern, dass dann diese Schnalle gerade oben auf dem Nacken sitzt und das ist halt sehr unangenehm für die Ziegen, weil halt unten vielleicht noch was dranhängt oder man sich da anbindet und mit diesen Halsbändern kann man das ganz einfach verstellen. So sitzt dann diese Schnalle halt auf der Seite. Die Halsbänder gibt es auch in 3 Größen. Größe Bock für die großen Böcke von großen Ziegenrassen. Die Größe Geiß, die wahrscheinlich für die meisten Ziegen, sagen wir normal großen Ziegen und auch die kleinen Böcke passt. Meine 1,5-jährigen Böcke haben noch Größe Geiß. Und dann gibt es noch die Größe Zwerg für die kleinen Zwergziegen, Mini-Zwergziegen. Passend zu den Halsbändern habe ich auch noch kleine Schellen entwickelt. Das sind kleine Schellenanhänger, die unten an ein Halsband gehängt werden können. Ganz einfach mit diesem Karabiner angehängt und auch entfernt werden können. Dank dem Karabiner kann man die auch einfach an einen Halfter hängen und dann zum Beispiel als Mini-Führleine benutzen. Das machen manche ganz gerne. Oder eben ans Halsband. Die Schellen, das war auch noch so eine Sache, da musste ich ziemlich lange ausprobieren, habe verschiedene Arten von Schellen ausprobiert und Glocken. Die werden halt oft ziemlich schnell rostig und das ist jetzt eine, die sich gut hält, die sehr hübsch ist und eben auch langlebig. Das war mir wirklich wichtig. Vom Ton her sind diese Schellen sehr angenehm. Es ist zwar, man hört sie, es ist ein Klang da, sie sind aber nicht zu laut. Es ist nicht so, dass dann die ganze Nachbarschaft nur noch den ganzen Abend Glockengeräusche hat, sondern es ist wirklich so ein angenehmes, feines Geräusch, aber man hört sie schon, also es ist auch nicht zu leise. Meine tragen die oft einfach auf der Weide, damit ich weiß, wo sie sind, ob sie drinnen sind oder ob sie ausgebrochen sind. Ich brauche die Schellen vor allem für unterwegs. Wenn ich mit ihnen spazieren bin, wandern bin, dann bin ich immer froh, wenn ich immer höre, wo sie sind. Das ist auch in Bezug auf den Wolf sicher ein Thema, dass man halt hört, wenn irgendwie Aufregung in der Herde ist. Daher finde ich Glocken eine gute Sache. Meiner Meinung nach sollten Glocken nicht zu laut sein, damit es das Tier nicht stört. Und ich finde es eben auch gut, wenn man die einfach mal schnell entfernen kann, ohne da mühsam irgendwelche Knöpfe aufzumachen. Und dann macht man es dann doch nicht. Und mit diesen Anhängern ist das super easy. Und ich finde, sie sind auch einfach sehr schmuck. Also ich finde diese Glocken wirklich sehr, sehr hübsch. Ich liebe die sehr. Wenn man schon passende Halsbänder zu den Halftern hat, passende Anhänger zu den Halsbändern, dann braucht es doch auch noch passende Führleinen, ne? Findest du auch, Elvis? Ja? Auch diese Führleinen sind aus Biotane. Ich war da anfangs etwas kritisch und dachte, das fühlt sich wahrscheinlich nicht so gut an in der Hand. Stimmt aber überhaupt nicht. Also ich finde das wirklich sehr angenehm, dieses Material. Das Gute daran ist, dass dieses Material schmutzresistent ist. Wenn die also mal irgendwie durch den Dreck geschleift werden, dann kann man die einfach einmal abwaschen, trocknen, that's it.
Nicht so mit den Fürstricken, die ich bisher immer hatte, die brauchten immer ewig, wenn man die mal gewaschen hat, dass die dann wieder trocknen und wurde dann auch nicht wirklich sauber. Also die bleiben wirklich einfach schön sauber und frisch. Ich habe 3 Ringe an diesen Leinen. Zum einen eine kleine Distanz, zack, die man entweder als Handschlaufe oder als kleines Halsband nutzen kann für kleine Ziegen. Am anderen Ende habe ich eine größere Schlaufe. Die nutze ich ganz gerne, wenn ich eine Karawane mache, also wenn ich alle Ziegen führen will und dann eine Ziege an der anderen anbinde. Dann mache ich diese Schlaufe um den Hals von der einen Ziege rum und dann an der anderen Seite, die Ziege, die hinterherläuft, wird dann hier festgemacht. Und das ist extra so eine größere Schlaufe, damit die Ziege, die führt, nicht auf dem Hals hier führt, sondern unten auf der Brust. Diesen Ring hier, der ist super, um die Leine sich umzuhängen oder auch um die Leine zu befestigen. Wenn man zum Beispiel die Ziege festbinden will, kann man das ganz easy mit diesen Ringen machen und muss nicht einen Knoten machen. Diese Leinen habe ich jetzt wirklich auch schon einige Male bei Trekkings getestet, bei Wanderungen, und ich finde die wirklich einfach super praktisch und schick noch dazu. Das war meine Vorstellung von den Mekka-Produkten von unserer ersten Kollektion. Ihr könnt die Produkte ab jetzt im Mekka-Shop bestellen. Mein Ziel war, schöne Produkte für Ziegen zu entwickeln, die praktisch sind, die passend sind und langlebig, qualitativ. Und wir stellen die in Handarbeit bei uns in der kleinen Manufaktur in der Schweiz her. Und wenn du ein solches Produkt erwirbst, unterstützt du damit direkt unser Mekka-Projekt. Und ja, wir hoffen, dass sie euch gefallen und freuen uns sehr auf euer Feedback. Bis bald, macht's gut, tschüss!